Willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Heute lüften wir eines der faszinierendsten Geheimnisse der deutschen Grammatik: die Logik der Nebensätze. In unserer letzten Folge sind wir mit unseren beiden Zeitmaschinen, dem Perfekt und dem Präteritum, durch die Vergangenheit gereist. Wir haben gelernt, wie wir Geschichten erzählen und über Erlebnisse berichten. Aber was macht eine gute Geschichte wirklich aus? Es sind nicht nur die Ereignisse selbst, sondern auch die Verbindungen dazwischen, die Gründe, die Bedingungen, die Kontraste. Wir sagen nicht nur, ich bin zu Hause geblieben, wir sagen, ich bin zu Hause geblieben, weil es geregnet hat. Und genau mit diesem kleinen Wort weil öffnen wir die Tür zu unserem heutigen Thema. Wir knüpfen an unser Wissen über den Satzbau an und lösen eines der größten Rätsel. Warum wandert das Verb im deutschen Nebensatz ans Ende? Wir werden sehen, wie Konjunktionen wie weil, das und obwohl die Wortstellung komplett auf den Kopf stellen. Aber ich verspreche dir, das ist keine willkürliche Regel, die erfunden wurde, um Deutschlerner zu quälen. Dahinter steckt eine wunderschöne, fast musikalische Logik. Wenn du sie einmal verstanden hast, werden deine Sätze nicht nur korrekt, sondern auch elegant und komplex klingen. Du wirst in der Lage sein, wie ein Muttersprachler zu argumentieren, zu erklären und zu berichten. Bist du bereit für das große Finale des deutschen Satzbaus? Dann lass uns das Geheimnis lüften. Das Fundament: Hauptsatz gegen Nebensatz. Bevor wir das Verb verschieben können, müssen wir verstehen, was ein Hauptsatz und was ein Nebensatz überhaupt ist. Stell dir deinen Satz wie einen kleinen Zug vor. Der Hauptsatz, Main Clause, ist die Lokomotive. Er ist stark, unabhängig und kann alleine fahren. Ein Hauptsatz enthält eine vollständige Information und ergibt für sich alleine Sinn. Und wie wir gelernt haben, steht in der Lokomotive der Motor, das konjugierte Verb, an der prominenten Position 2. Ich lerne Deutsch, eine komplette, unabhängige Aussage. Das Wetter ist heute schön, eine komplette, unabhängige Aussage. Der Nebensatz, Subordinate Clause, ist der Waggon. Er kann nicht alleine fahren, er ist an die Lokomotive angehängt und transportiert zusätzliche Informationen. Gründe, Bedingungen, Erklärungen, Kontraste. Ein Nebensatz ergibt für sich alleine meistens keinen Sinn. Weil es Spaß macht? Und was ist, weil es Spaß macht? Man braucht die Lokomotive. Dass das Wetter heute schön ist? Und was ist damit? Man braucht die Lokomotive. Und wie wird dieser Waggon an die Lokomotive angehängt? Mit einer Konjunktion, einem Bindewort wie eben weil oder das. Diese Konjunktion ist die Kupplung zwischen Haupt- und Nebensatz. Und diese Kupplung ist der Schlüssel zu allem, was jetzt passiert. Die goldene Regel. Warum das Verb ans Ende muss. Hier kommt sie also, die goldene, unumstößliche Regel des deutschen Nebensatzes. Wenn ein Nebensatz mit einer unterordnenden Konjunktion beginnt, wird das konjugierte Verb, das im Hauptsatz auf Position 2 stehen würde, ans absolute Ende des Nebensatzes katapultiert. Aber warum? Stell dir das so vor. Die Konjunktion weil am Anfang des Nebensatzes ist ein extrem starkes Signal. Sie sagt im Gehirn des Zuhörers: Achtung! Was jetzt kommt, ist eine spezielle Informationseinheit, ein Waggon. Die normale Regel Verb auf Position 2 gilt hier nicht. Lehn dich zurück und warte auf die Pointe, auf die Aktion. Sie kommt ganz am Schluss.
Die Konjunktion am Anfang und das Verb am Ende bilden einen Rahmen, eine neue Art von Satzklammer. Alles, was an Information in den Nebensatz gehört, wird sicher in diesem Rahmen verpackt. Das erzeugt einen Spannungsbogen. Man muss bis zum Ende zuhören, um den Satz komplett zu verstehen. Das ist ein ganz zentraler Rhythmus im Deutschen. Die 3 Musketiere weil. Das und obwohl. In Aktion. Schauen wir uns diese Regel mit den 3 häufigsten und wichtigsten Konjunktionen an. Erstens. Weil. Der Grund. Benutzt du, um eine Begründung zu geben. Hauptsätze: Ich trinke einen Kaffee, ich bin müde. Verbunden: Ich trinke einen Kaffee, weil ich müde bin. Siehst du? Das Verb bin, das im Satz Ich bin müde auf Position 2 stand, wandert jetzt ganz ans Ende. Zweitens. Das, die Information. Benutzt du, um Gedanken, Meinungen, Aussagen oder indirekte Rede wiederzugeben. Es ist das deutsche that. Hauptsätze: Er hat gesagt, ich komme später. Verbunden: Er hat gesagt, dass er später kommt. Wieder dasselbe Spiel. Das Verb kommt muss ganz nach hinten. Meinung: Ich finde, deutsche Grammatik ist logisch. Verbunden: Ich finde, dass deutsche Grammatik logisch ist. Drittens. Obwohl. Der Kontrast. Benutzt du, um einen Gegensatz oder eine unerwartete Tatsache auszudrücken. Hauptsätze: Er ist müde, er geht nicht ins Bett. Verbunden: Er geht nicht ins Bett, obwohl er müde ist. Dieses Prinzip ist wie ein Naturgesetz. Sobald dein Satz mit weil, das oder obwohl beginnt, weiß dein Gehirn, das konjugierte Verb muss sich auf die Reise ans Satzende begeben. Das doppelte Finale. Was passiert bei Perfekt- und Modalverben? Okay, sagst du jetzt vielleicht, aber was ist, wenn mein Verb aus 2 Teilen besteht, wie im Perfekt oder mit einem Modalverb? Fantastische Frage. Die Antwort ist erstaunlich einfach und konsequent. Die Regel bleibt dieselbe. Das konjugierte Verb geht ans Ende. Das ist der Teil des Verbs, der sich an die Person anpasst. Ich habe, du hast. Oder ich kann, du kannst. Beispiel mit Perfekt. Hauptsatz: Ich habe das Buch gelesen. Das konjugierte Verb ist habe. Nebensatz: Er weiß, dass ich das Buch gelesen habe. Achtung! Das konjugierte Hilfsverb habe wandert ans absolute Ende, sogar hinter das Partizip gelesen. Das ist das berühmte doppelte Finale. Beispiel mit Modalverb. Hauptsatz: Ich kann heute nicht kommen. Das konjugierte Verb ist kann. Nebensatz: Es tut mir leid, dass ich heute nicht kommen kann. Auch hier, das konjugierte Modalverb kann geht ganz ans Ende, hinter den Infinitiv kommen. Diese Struktur mag am Anfang etwas Übung erfordern, aber sie ist absolut konsequent. Finde das konjugierte Verb im ursprünglichen Satz und schicke es im Nebensatz auf die letzte Position. Fertig. Die große Familie der Konjunktionen. Das Schöne ist, diese Regel gilt nicht nur für unsere 3 Musketiere, sondern für eine ganze Familie von unterordnenden Konjunktionen. Wenn du eine von ihnen siehst, schaltet dein Gehirn sofort in den Verb ans Ende Modus. Hier sind ein paar weitere wichtige Familienmitglieder. Wenn, falls, Bedingung. Wir machen ein Picknick, wenn das Wetter schön ist. Als, Zeitpunkt in der Vergangenheit. Ich war sehr glücklich, als ich mein Examen bestanden hatte.
Bevor. Zeitliche Reihenfolge. Putzt du dir die Zähne, bevor du ins Bett gehst? Nachdem. Zeitliche Reihenfolge. Wir sind spazieren gegangen, nachdem wir gegessen hatten. Damit. Zweck. Absicht. Ich lerne viel, damit ich die Prüfung bestehe. Sie alle folgen derselben, eleganten Melodie. Und das war es. Das große Geheimnis ist gelüftet. Das Verb am Ende des Nebensatzes ist kein Fehler und keine Schikane, sondern das Herzstück eines logischen und rhythmischen Systems. Es schafft einen Rahmen, der Informationen bündelt und einen eleganten Spannungsbogen erzeugt. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Ein Nebensatz ist der Waggon, der an den Hauptsatz, die Lokomotive, angehängt wird. Die Konjunktion weil, das, ist die Kupplung und gibt das Signal für eine neue Regel. Die goldene Regel lautet: In diesen Nebensätzen wandert das konjugierte Verb immer ans absolute Ende. Das gilt auch für komplexe Zeitformen. Das Hilfsverb oder Modalverb geht als letztes über die Ziellinie. Mein Tipp für dich, um das zu verinnerlichen, ist eine kleine Satzbaumeditation. Nimm einen einfachen Hauptsatz, zum Beispiel Ich lerne Deutsch. Und jetzt verbinde ihn immer wieder mit einem anderen Hauptsatz und verschiedenen Konjunktionen. Sprich es laut. Ich bin motiviert, weil ich Deutsch lerne. Mein Lehrer sagt, dass ich Deutsch lerne. Ich habe wenig Zeit, obwohl ich Deutsch lerne. Durch dieses ständige Wiederholen programmierst du dein Gehirn auf die richtige Wortstellung, bis sie sich völlig natürlich anfühlt. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, die Struktur des Deutschen besser zu verstehen, dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung oder ein Abo. In der nächsten Folge geht es um den letzten, feinen Schliff. Wir lassen die Grammatik ein wenig hinter uns und fragen, wie man wie ein Deutscher klingt, Intonation und Sprachmelodie. Wir beschäftigen uns mit Rhythmus, Betonung und Pausen. Das ist die ideale Übung, um deine Sprache von nur korrekt zu wirklich authentisch und musikalisch zu machen. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute!